So, wir sind nun in Pamplona angekommen und mittlerweile ist es auch hier ein bisschen kälter geworden, was man vielleicht an unserer Kleidung erkennen kann. Wir haben aber hier einen super Stellplatz gefunden, einen Parkplatz, der für 24 Stunden gratis ist und ganz in der Nähe der Stadt liegt. Es ist halt nur ein Parkplatz, nichts Besonderes, aber da hinten ist die Stadt. Wir sind ziemlich begeistert, weil es gibt es sonst nicht so oft. Genau, sonst wollen die Städte ja meistens nicht, dass man mit dem Camper reinkommt, und hier bieten sie ein gratis 24 Stunden Campen quasi an. Ja, echt und top. Das ist echt cool. So, wir gehen jetzt los und gucken mal, was in der Stadt so los ist. Auf geht's! Bis dann! Ciao, ciao! Wir sind gerade in den Jardines de la Taconera angelangt und man sollte die anschauen gehen, weil da hat es Pfauen, Gänsen, Rehe und ich weiß auch nicht, was für andere Vögel. Total lustig, mitten in der Stadt von Pamplona. So, das war Pamplona. Hat uns gut gefallen. Wir sind genau durch die Straßen und Gassen gelaufen. Gestern Abend sehr viel los. Die ganze Stadt war draußen, trotz Regen oder Nieselregen. Lecker Pinchos gegessen. Genau. Das ist baskisch für Tapas. Und sie machen ganz guten Kaffee überall. Mhm. Und lohnt sich sicher ein Besuch außerhalb der Fiesta von San Fermin, weil dann ist die Stadt ein bisschen ruhiger und da rennen nicht die wilden Stiere durch die Gegend, was vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist. Und jetzt geht's wieder ab Richtung Meer. Ich habe meine Ersatzteilchen bekommen für meine Drohne, ein Ersatzkabel, einen Ersatzmotor. Und heute oder den nächsten Tagen versuche ich die mal zu fliegen und vielleicht mit ein bisschen Glück funktioniert sie dann wieder. Sehr cool. Und wie bist du jetzt daran gekommen? Ja, ich durfte sie tatsächlich in den Camping schicken, an den wir jetzt angefahren haben, in Zarauz. Und die haben das netterweise das Paket entgegengenommen und ich bin ja sehr gespannt, ob das jetzt klappt. Drückt mir die Daumen. Wir waren eben da unten und befinden uns jetzt wieder im Aufstieg. Wir sind schon am Schnaufen. Diese 150 oder 100? Nee, noch mehr. Ich habe vorhin gesehen, ist angeschrieben irgendwie was mit 200 waren es bis jetzt. Und bis oben sind es an die 400 Stufen oder so. Doch. Stufen? Aha, ja, ich dachte Höhenmeter. Nee. Dann okay. Das würde ich nicht einfach spazieren. So, 439 Stufen insgesamt vom Camping bis zum Strand. Strenge Stufen. Ja. Das wollen wir jeden Tag machen. Mindestens einmal. Zum Surfen. Ich bin gespannt. Mittlerweile habe ich das Ding auseinandergeschraubt. Mein Kabel
sieht nach dem Crash so aus. Also nicht mehr so vielversprechend. Und jetzt versuche ich das auszutauschen. Jetzt liegt die ganze feine Elektronik in meinen Händen. Und ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen Bammel, das Ganze auseinanderzunehmen. Aber letztendlich habe ich kaum was zu verlieren. Ja, was soll schon passieren? Es bleibt spannend. Ich habe jetzt das kaputte Kabel rausgenommen. Ich habe mich entschieden, dass ich die Motörchen nicht austausche, obwohl ich die auch nur bestellt habe. Weil ich glaube, die gehen noch. Das sieht alles noch ganz gut aus. Und jetzt mache ich das neue Kabel rein und guck mal, ob sich irgendwas bewegt. Oh, es wäre so schön. Drückt mir die Daumen. Also, 2 Stunden später und viel Herzklopfen ist mein Gimbal wieder ganz. Und jetzt versuche ich den wieder einzubauen, beziehungsweise bevor ich ihn anbaue, mal anzuschließen, zum gucken, ob er immer noch gestackt ist, weil dann habe ich ein gröberes Problem, da muss ich die Motörchen ändern. Das will ich aber nicht, weil da muss man das Ganze mit irgendeiner Software kalibrieren, das kann ich nur über den Windows-Computer machen und das habe ich nicht und so weiter und so fort. Es bleibt spannend, drückt mir die Daumen, aber ich glaube, jetzt gibt es erstmal Abendessen. Barbara hat euch Neuigkeiten zu verkünden. Also, das ist jetzt der Moment der Wahrheit. Ich habe die Drohne mit, also ganz provisorisch, ist noch nicht alles angeschlossen, aber mal mit dem Controller verbunden. Und wenn ich jetzt den Gimbal hin und her bewege, dann bewegt er sich. Ich glaube, das funktioniert wieder. Und wenn ich die Drohne wackele, ist natürlich alles noch, aber es tut. Ich glaube, die funktioniert noch ganz gut. Ah, so cool. Echt cool. Das hast du echt toll hinbekommen. Ja, es ist alles noch offen. Es ist eine Operation am offenen Herzen und jetzt muss ich sie wieder schließen, richtig anschließen, alles. Ah, wie cool. Guck mal, was ich da geflickt habe. Das ist nun der erste Testflug danach. Ich hoffe, es funktioniert und dass sie diesen Mal nicht irgendwo im Baum oder im Meer landet. Vielleicht landet diesmal im Meer. Ich gehe aufs Meer. Okay. Die Drohne funktioniert, aber wir haben schlechten Empfang, weil sie hinter dem Berg ist. Jetzt müssen wir in ihre Nähe kommen, damit Barbara sie wieder steuern kann. Sie schwebt jetzt irgendwo über dem Meer. Wer sie ist, aber auch jedes Mal eine Aufregung um diese Drohne. Hier kommt sie zurück. Wir befinden uns nun auf dem Weg zum Strand, wie wir euch gestern schon gezeigt haben, über diese 400 und etwas Stufen nach unten. Und nach unten ist immer in Ordnung. Schwierig wird es dann, wenn man nach 1-2 Stunden Surfen ausgepowert ist und das alles wieder hochgehen muss. Wir berichten dann, wie es uns geht. Wie war's? Ja, lässig, Surfen war super. Wir haben es gerade gut erwischt, früh aufgestanden. Und ich hatte den Surf meines Lebens. Ja, und jetzt machen wir kurz Pause, weil wir sind bei Stufe 100. Und ihr wisst ja, es gibt über 400 Stufen. Und das ist ein bisschen anstrengend. Da geht's weiter.
Heute war Surf viel zu heftig Ja, viel zu große Wellen und sehr viel offshore. Und deswegen haben wir gedacht, wir gehen einkaufen. und sind jetzt schwer bepackt Ja. auf dem Rückweg. Und das ist wie eine halbe Wanderung. Wir sehen auch so aus. Bis auf das Klopapier auf deinem Rücken. Hallo zusammen Hallo zusammen. an unserem wunderschönen Stellplatz. Wir sind in der Nähe noch von Mundaka Und Bilbao. und Bilbao, genau. Ein bisschen zwischendrin. Und werden hier hoffentlich eine schöne, angenehme Nacht verbringen. Und morgen wollen wir dann einen kleinen Ausflug machen. Und zwar Sag's, Melinda. nach da drüben, das heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Gaztelugaxte. Melinda hat den ganzen Tag gewartet, damit sie das aussprechen kann. Den ganzen Tag geübt habe ich vor allen Dingen. Gaztelugaxte. Und da gibt es auf diesem Fels eine kleine Kirche, die man anschauen kann. Und ich denke, das wird ganz schön spektakulär, da rüber zu wandern. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt uns doch ein Like und folgt uns auf unseren Abenteuern. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Im nächsten Video zeigen wir euch Gaztelugace. Ja, so wird das eigentlich richtig ausgesprochen. Finden einen außergewöhnlichen Stellplatz, machen interessante Entdeckungen in Santander und haben schlaflose Nächte im Camper.